Fairness is that when everyone is equal, when everyone is the same. Fairness bedeutet, dass jeder gleich ist, jeder dasselbe ist. And everyone should be treated the same. Dass jeder auf dieselbe Weise behandelt werden sollte, das stellen wir uns unter Fairness vor. But God did not create everyone equal, just as it is. They are the chosen ones and those who are chosen for someone else. Aber Gott hat nicht alle gleich geschaffen, sondern er hat seine Auserwählten und er hat die, die für etwas auserwählt sind. For example, a president of Mercedes-Benz earns per year what you cannot earn in your lifetime. He earns more per month than you'll ever see, yet that's not fair. Zum Beispiel hat der Direktor von Mercedes-Benz in einem Monat mehr Lohn als wir in unserem ganzen Leben. Und das ist eigentlich nicht fair. But he is at the top, he's the director, and you're driving his cars. Aber er ist eben ganz oben, er ist an der Spitze und wir fahren seine Autos. So in his eyes, it's correct, it's right. So ist das von seinem Standpunkt aus richtig. We must learn God's point of view. His point of view is righteous. And how it works, that's why we are here. Wir müssen anfangen, das vom Standpunkt Gottes aus zu sehen. Und sein Standpunkt ist Gerechtigkeit. Und deswegen sind wir hier. And to put cream on your cake is righteousness is from above, fairness is from below. Um das noch etwas zu verdeutlichen, Gerechtigkeit kommt von oben und Fairness kommt von unten. Also morality comes from above. Und auch Moral kommt von oben. Values are men's humanistic values. You know, we believe in human values. Those are our values, just like a tag that you put on a piece of shirt and you says this costs so much and so much. Really doesn't cost so much. Werte sind etwas, was wir auf dieser Erde geschaffen haben. So wie man ein Preisschild an ein T-Shirt macht und sagt, so viel ist das wert, so viel kostet das. Aber der Wert ist ein ganz anderer manchmal. So God's morality is different from our own human values. So ist Gottes Moral anders als unsere menschlichen Werte. Perhaps that's the most difficult thing to learn. Vielleicht ist das das Schwierigste, was man lernen You kann. can read these questions. So, ich habe hier Fragen auf einem Blatt Papier bekommen. Die erste Frage ist, weshalb war die Reaktion Gottes auf die falsche Entscheidung der Menschen im Paradies so heftig? There are many discussions about who wrote the book of Genesis and all the 5 books of Moses. Of course, Moses. Es gibt viele Diskussionen, wer diese Bücher Mose geschrieben hat, diese 5. Natürlich hat es Mose geschrieben. Naturally, we can look around and see, and we have many questions. Und wir können uns darin umschauen und werden viele Fragen haben. A lot of bad things in life. Die vielen schlechten oder schlimmen Dinge, die im Leben geschehen. But when God showed it on Sinai to Moses, that's the Jewish tradition I have to insert. I'm sorry, but that's how it is. When God spoke to Moses, there were no breaks between the words. It is all Hebrew letters. Als Gott zu Mose auf dem Berg Sinai gesprochen hat, waren keine Pausen oder keine Abstände zwischen den einzelnen Wörtern. Das war alles ein hintereinander gesprochener Satz. How many of you know the Bible codes? Hat schon jemand einmal von den Bibelcodes gehört? And additionally to this, God speaks from present time, never future or past. Und zu diesen Bibelcodes muss man sagen, dass Gott niemals in der Vergangenheit oder in der Zukunft redet. Er redet immer in der Gegenwartsform. So when God spoke, Moses had to write it. He didn't write it, he had the scribes, and the profession of scribes exists until this day in Israel. And they write the Torah wonderfully, better than any computer can ever do that. Als Mose diese Gebote aufgeschrieben hat, das haben eigentlich seine Schriftgelehrten getan, So what he said, they had to write. mussten sie das aufschreiben, was er sagte. So we know Moses was quite dramatic. Und wir wissen, dass Mose ein dramatischer Mensch war. Often he was angry. Er war oft zornig. Actually, he could not enter the promised land because of his anger. Er konnte wegen seines Zornes nicht in das verheißene Land hineinkommen. Nonetheless, in what is written, we must find the truth and not take it word for word. Because you can't, because everything was just one long word. Das, was wir lesen dort, darin müssen wir die Wahrheit finden.
Wir können nicht einfach einen Teil von diesem Alten Testament, von den 5 Büchern Mose nehmen, weil es ein langes Wort war, ein einziges Wort. In Luke 24, verse 45, we read that Jesus opened their understanding to understand scriptures, and he explained them from Moses until his time. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus seinen Jüngern das Verständnis für die Schrift öffnete und er erklärte ihnen die Schrift von Mose bis zur Gegenwart. And there's a difference between our understandings, isn't it? Und es gibt da einen Unterschied in unserem Verständnis. The reason for it is that you are brought up differently with different things. Und der Unterschied ist, dass wir einfach anders aufgewachsen sind als ihr. Jeder hat eine andere Tradition. So I take the story of Adam and Eve with a cool mind, a rational mind. Ich denke über diese Geschichte von Adam und Eva mit einem kühlen, vernünftigen Verständnis nach. The Greek people don't take a lot of things. They take things on emotion. It's not fair. All kinds of emotions are there. Die griechischen Menschen denken über Dinge mehr emotional nach, dass es nicht fair ist und so weiter. And when you read, for example, the book of Revelations, you see the dragon with 7 heads and spewing fire, and flood comes out of his mouth and drowns people, all these kind of things. Emotions, fear, dread. Und wenn du die Offenbarung liest, dann wirst du dort Drachen mit 7 Köpfen, die Feuer spucken und Wasser aus ihrem Mund herauskommt, finden, und die Menschen ertrinken darin, alles Furcht und Schrecken. So it's very difficult to have cool mind in that kind of scenario. In so einem Szenarium ist es schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Especially for children, they like Harry Potter or Lord of the Rings. Vor allen Dingen für Kinder, die Harry Potter und den Herr der Ringe mögen. But that's what sells. It makes millions today, these kind of things. Das ist das, was sich verkauft, wo Millionen damit verdient werden. And so the story is the truth. Und so ist diese Geschichte eben eine Geschichte, und in ihr finden wir die Wahrheit. Seek the truth, Bible says. Sucht die Wahrheit, sagt die Bibel. Just like you would seek diamonds in the ground and you will never find diamonds laying on the ground. You have to look for them in dirt, just like our roads are not made out of gold. You have to find gold in dirt. So there's a dirt, you throw away the dirt, take the gold. Wir müssen die Wahrheit suchen, wie wir einen Diamanten oder Gold suchen. Wir werden Diamanten nicht auf der Erdoberfläche liegen finden, sondern im Schmutz. Und wir müssen diesen Schmutz beiseite tun, um die Diamanten zu bekommen. Weshalb gab es keine zweite Chance, ist eine weitere Frage. They had a chance. God spoke to them outside of the Garden of Eden. He wanted them to return. Sie hatten eine zweite Chance, denn Gott hat auch außerhalb des Garten Edens mit ihnen gesprochen, und er wollte, dass sie umkehren. He had a relationship with them. We don't have maybe the account of this relationship because it's an account only that was given to Moses, but from many different speakings of God, like for example the one in Genesis 4:7, we see that God is wooing them, calling them back to himself. Wir haben nicht so viele Begebenheiten über dieses Reden mit den Menschen, dass Gott mit den Menschen redet, aber an manchen Stellen finden wir das doch, dass Gott mit den Menschen redet und dass er möchte, dass sie zurückkehren zu ihm. Actually, that question will be answered very quickly today. Diese Frage wird heute noch beantwortet werden. Many of these questions in due season will be answered actually. Viele solcher Fragen werden beantwortet werden. Dann noch eine Frage. Weshalb gab es für Esau keine Möglichkeit mehr für Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte? His heart was set on something else. His birthright meant physical power. To Jacob, it was not the physical power. Sein Herz hat einfach etwas anderes gesucht. Das Erstgeburtsrecht bedeutet physische Kraft, aber für ihn war es nicht die physische Kraft. His tears were not so much about losing birthright because he lost God. He lost the power and might on this earth. Und seine Tränen waren nicht so sehr, dass er die Beziehung mit Gott verloren hatte, sondern dass er wegen des verloren gegangenen Erstgeburtsrechtes seine Macht und seinen Einfluss auf dieser Erde verloren To make hat. it more dramatic, I'm pretty sure that Saddam Hussein was really weeping in that loch there in the ground when he lost all that power. Und ich denke, dass Saddam Hussein in dem Loch, wo sie ihn gefangen genommen haben, sehr geweint hat, auch weil er seine Macht verloren hat.
That's why I'm saying, again comes to the fairness and righteousness. God is righteous. He says, I loved Jacob. I hated Esau because Esau was fleshly, Jacob was not. And again, fairness. God is not fair. Wieder haben wir diese Frage von Fairness und Gerechtigkeit. Gott hat Jakob geliebt und Esau gehasst, weil Jakob rechtschaffen war und Esau war es nicht. And to God, flesh means zero, nothing. Für Gott bedeutet Fleisch, wie wir gestern gesehen haben, nichts, null. Isaiah says in Isaiah 40, the grass withers, the flower fades, when the breath of the Lord blows upon it. Surely the peoples are grass. Means the only thing that remains is the word of the Lord, Him. In Jesaja 40 lesen wir, dass das Gras und die Blumen auf dieser Erde verderben, wenn der Atem des Herrn darüber geht. Und weiter heißt es, dass die Menschen wie Gras sind oder dass sie Gras sind. Und das Einzige, was bleibt, ist die Wahrheit Gottes. We live today, tomorrow we can die. Not me. I already know where I'm going. Wir können heute leben und morgen schon tot sein. Außer mir, ich weiß, wo ich hingehe. See? I don't live by accidents. Ich lebe nicht aus Zufällen, Why? Because I know the truth. weil ich die Wahrheit weiß. I've been in deadly accidents, Ich war in tödlichen Unfällen, but nothing happened to me. I was in the bright light and I came out like bouncing on the pillows. Actually, as I was dying, I was laughing. ich war in solchen Unfällen und mir ist nichts passiert dabei. Als diese Sachen um mich herum geschahen, war ich in einem hellen Licht und es hat sich angefühlt, als ob ich auf Kissen liege. And I laughed. Und ich habe, während ich eigentlich sterben sollte, gelacht. At the table I explained to Ruth and York how my father survived the war. Ich habe vorhin am Tisch Ruth und Jörg erklärt, wie mein Vater den Krieg überlebt hat. Everyone that joined him was dead. His battalion was dead. Everybody was killed. Alle, die mit ihm zusammen waren, die sich ihm angeschlossen hatten und vorher sein ganzes Bataillon, sind gestorben. And he prayed to God that he would not have a weapon. Er hatte vorher zu Gott gebetet, dass er keine Waffe nehmen müsste. As they stood up in one line, the soldier comes to him. He was the last in line. He says, I'm sorry, we are out of weapons. Als sie dort standen, um bewaffnet zu werden, war er der Letzte in der Reihe. Und als der Soldat zu ihm kam, sagte er, oh, tut mir leid, wir haben kein Gewehr mehr für dich. He gave him a bayonet. And he says, what shall I do with this bayonet against the machine guns of the Germans? And he just threw it away. Sie gaben ihm ein Bajonett und er sagte, was soll ich mit einem Bajonett gegen Maschinengewehre ausrichten? Und er hat es weggeworfen. And he was the only one who survived without a weapon in his hand. Und er war der Einzige, der überlebt hat, ohne eine Waffe in der Hand. Is that a miracle? Of course it's a miracle. Otherwise we would not sit here and talk about it. Ist das ein Wunder? Natürlich. Ohne dieses Wunder könnten wir nicht hier sitzen und miteinander reden. God's foresight is so far-fetching. You must have a revelation of the greatness of God. He's not a little God as we have made him to be. Gottes Vorsehung ist so viel größer, dass wir ihn einfach nicht so klein machen können, dass das nicht funktioniert, so wie klein, wie wir ihn gemacht haben. Was für eine Macht oder Kraft wirkt bei Hexerei oder Zauberei? Wie wirken Flüche von Hexen? Every one of you can be a hex. Everybody can be a zauber. Everyone. Jeder kann eine Hexe oder ein Zauberer sein. It's a choice to do evil. Es ist die Wahl, Böses zu tun. And why it works? Because we are all filled with the same life, spirit of the same life. Und warum funktioniert es? Weil wir alle gefüllt sind mit demselben Geist des Lebens. It's not a special power or a special thing. It's just some people chose it and practice it and they pass it on to their children and the children pass it on to their children. Das ist einfach eine Frage der Entscheidung. Manche haben sich entschieden, diese Bosheit zu tun und haben es an ihre Kinder weitergegeben. Every one of you can do this. Jeder von uns kann das tun. And then you're going to hell. Aber dann wirst du in die Hölle kommen. I can do also the same thing. We have the power to curse. We have the power to bless. Wir haben die Macht zu fluchen und wir haben die Macht zu segnen. We have always imagined that there are two sources. One is the evil source and one is the good source. And we are controlled by one or the other. Wir haben immer gedacht, dass es zwei Quellen gibt, eine böse und eine gute Quelle, und dass wir von der einen oder von der anderen Seite kontrolliert werden. Why God would judge us?
Aber warum würde Gott uns dann richten? Because we are using his life for evil. Er richtet uns deswegen, weil wir sein Leben benutzen, um Böses zu tun. His life we're supposed to use for good, for his glory. Dieses Leben, was eigentlich dafür gedacht war, Gutes zu tun. So everyone that is alive and uses that life to do hurt to others will be judged for it righteously. Jeder, der dieses Leben nimmt, solange er noch lebendig ist und Böses damit tut, wird dafür gerichtet werden, gerecht. That is the power of life which can be abused. Das ist die Macht des Lebens, die missbraucht werden kann. Otherwise, God has no right to judge us. For what? Because we were seduced by the devil? Wenn das nicht so wäre, dann hätte Gott kein Recht, uns zu richten, wenn wir vom Teufel verführt worden wären. There's so much confusion in the world. People don't know by whom or by what they are being controlled. Da gibt es so viel Verwirrung in der Welt, die Menschen wissen überhaupt nicht, von was oder von wem sie kontrolliert werden. It's a big subject. Das ist ein großes Thema. If I am controlled by God only, Also wenn ich nur von Gott kontrolliert werde, the witches and warlocks can send the curses against me and nothing will work on me. dann können Hexen und Zauberer mir Flüche schicken und nichts wird wirken. It will never work because you must have the same plateau to communicate with them. Wenn das funktionieren soll, muss das auf der gleichen Ebene geschehen. I proved it. I'll give you some examples tonight. Ich habe das bewiesen. It is like somebody is sending a program on the radio wave, Das ist so, wie wenn jemand ein Radioprogramm aussendet, but your radio is not tuned into that particular station of 104.4. aber dein Radio ist nicht auf diese spezielle Sendestation eingestellt So, you're listening to another station. und deswegen hörst du ein anderes Radioprogramm. You're listening to the angels singing in heaven. Du hörst zu, wie die Engel im Himmel singen. And the devils of this earth, they are broadcasting their crap. Und die Teufel dieser Erde, die senden ihren Müll. And then you're playing with the radio a little bit. Und dann spielst du etwas an dem Radio. And there's what is that? Oh, sensational. Und dann hörst du auf einmal aus diesem Fiepen und Quietschen heraus, was ist das? And all kinds of crazy voices and dramatic things. Alle möglichen verrückten Stimmen und dramatische Dinge. And you tune into it and curses begin to work on you. Und wenn du dort zuhörst, wenn du dich gleichschaltest, dann beginnen die Flüche zu wirken. Because you're afraid. Your hair is standing up. Weil du dann Angst hast und deine Haare abstehen Even those in your ears, they stand up. und sogar die Haare in deinen Ohren stehen senkrecht ab. All the antennas with your hair is sha'ar. Sa'ar is spelled the same way in Hebrew, which means gate. All deine Antennen, was die Haare sind, stehen dann nach oben, denn Haar hat im Hebräischen dieselbe Bedeutung wie Tor. Shar is a gate and Sar is hair. Schar ist ein Tor und Sar ist Haar. And there's something to do also with the principality. Und das hat etwas zu tun auch mit Fürsten und Fürstentum. There's so much to learn, my friends. Es gibt so viel zu lernen, liebe Freunde. But you see, if you're not afraid, nothing's going to touch you. Job said in the book of Job 3:25, what I'm afraid, what I fear comes upon me, what I dread befalls me. Wenn ihr keine Angst habt, dann kann euch überhaupt nichts passieren. Denn so wie Hiob sagte, das, was ich fürchtete, kam über mich. Und der Schrecken, den ich befürchtete, der hat mich getroffen. If you're afraid of these things, you're afraid because you don't know. Wenn du Angst davor hast, dann hast du deswegen Angst, weil du nichts weißt. If you know, you laugh at these things and nothing can touch you. Wenn du aber Bescheid weißt, dann kannst du darüber lachen und nichts wird dich treffen. It's the reality in people. I'll give you one example. I was in England ministering and I had many miracles. So ist die Realität und ich gebe euch ein Beispiel davon. Ich war in England und habe dort gedient und es gab viele Wunder dort. And there was a man who was born deaf. Es war ein Mann dort, der taub geboren war. I prayed for him 3 times and his ears were opened. Ich habe 3-mal für ihn gebetet und seine Ohren waren offen. There was a woman with multiple sclerosis
in a wheelchair, bound to it for 25 years. Und eine Frau saß im Rollstuhl 25 Jahre lang. She walked out from this chair. Sie kam aus diesem Rollstuhl heraus. Her husband, who was an atheist, he had to change her and turn her over. She was a Christian, he was not. Ihr Mann war ein Atheist und da musste sie von früh bis abend aus dem Stuhl in den Stuhl im Bett drehen und sie war Christ und er war Atheist. I sent her back home without the wheelchair. I told somebody else to take the wheelchair back to the hospital. Ich habe sie ohne ihren Rollstuhl nach Hause geschickt und jemandem anders gesagt, dass er den Rollstuhl ins Krankenhaus schaffen soll. The next day, the school hall is full. Am nächsten Tag war diese Schulhalle voll. And I come in and a little lady comes to me and she says, "What shall we do? You have 3 witches and 1 male witch sitting right in front." Eine kleine Frau kam zu mir, als ich den Raum betrat und sagte, was wollen wir tun? Wir haben 3 Hexen und einen Hexer da hinten sitzen und einen da vorn. In the radius of 50 miles, that is in Bournemouth, Dorset, Poole area, south of England, there were hundreds of witches' covens. In dieser Gegend dort, in 50 Meilen Umkreis, gab es Hunderte von Hexen. Covens, schools for witchcraft. In dieser Umgebung gab es Hexenschulen, Ja. Hunderte. So they heard about these miracles and they came to see what kind of techniques I am using. Sie kamen alle und wollten sehen, welche Technik ich benutze. So this little lady says, "So what shall we do?" Und so fragte diese kleine Frau da, was machen wir jetzt? I said, "Nothing. Und ich sagte nichts. We should pray. We should make spiritual warfare because that's what they were taught." Sie sagte, wir müssen beten und Kriegsführung machen, weil das war das, was sie gelernt hatten. Not with me. Aber nicht mit mir. I swim like a fish in the water when I have such things. That's when the power of God really comes. Ich schwimme wie ein Fisch im Wasser, wenn solche Dinge geschehen, denn da ist die Kraft Gottes wirklich. I'm not afraid of these things. I actually like these things because then I can crush these things. Ich habe keine Angst davor. Eigentlich mag ich solche Dinge, weil dann kann ich sie zerquetschen. Yeah. So she was very surprised and she went back to her seat. Und so war sie sehr erstaunt und hat sich wieder auf ihren Stuhl gesetzt. And as I started the meeting, I see this lady who was healed walking in. Als die Versammlung angefangen hatte, sah ich diese Frau, die geheilt war, hereinkommen. And I said, "Oh, what a great opportunity for you to give the testimony." Und ich dachte, eine großartige Gelegenheit, dass sie Zeugnis geben kann. And so she says, "I'm totally normal, totally healed. I'm walking. I've been walking yesterday. I've been walking today." Sie sagte, es ist wunderbar, ich bin vollständig geheilt. Ich bin gestern gelaufen und heute gelaufen. She says, "As much as wonderful my miracle is, the more wonderful miracle will be the next one. My husband is here." Dann sagte sie, aber wie groß mein Wunder auch sein könnte, es gibt noch ein viel größeres Wunder, das was jetzt kommt, mein Mann ist mitgekommen. I said, "Where is your man?" Ich fragte, wo ist dein Mann? Well, he was as tall as about 7 feet, more than 2 meters tall. Er war ein sehr großer Mann, er war über 2 Meter groß. So I said, "Please come." Und ich sagte, komm bitte nach vorn. And he comes, and I said, "You know when a real miracle takes place. You've seen it with your wife." Und ich habe zu ihm gesagt, du weißt, wann wirklich ein Wunder stattfindet. Du hast es bei deiner Frau gesehen. Now you see that our God is living God. Und jetzt kannst du sehen, dass unser Gott ein lebendiger Gott ist. Do you want to give your life to him? Möchtest du ihm dein Leben geben? He said, "Yes." Und er sagte ja. He said the sinner's prayer with weeping. Er sprach weinend dieses Übergabegebet. He confessed his sins. He gave his heart to Jesus. Er hat seine Sünden bekannt und sein Herz Jesus gegeben. And while he was still speaking, Und als er noch redete, I left him alone and I moved towards the front of the room to my podium. habe ich ihn stehen gelassen und bin inzwischen nach vorn zur Bühne gegangen. And as I was walking towards the podium, I heard a thump behind me. Als ich da nach vorne ging, hörte ich auf einmal einen Krach hinter mir. I looked back Und ich drehte mich um and he's flat on the ground. und er lag flach auf dem Boden. The power of God came upon him. Nobody touched him.
Nobody was there to catch anyone. Die Kraft Gottes war über ihn gekommen und niemand war da, der ihn auffangen hätte können. Er lag einfach da. He got up, Und dann stand er auf and he was just like the light of God was on his face. Full tears were rolling down his cheeks, and he was wonderfully saved. Er sah aus wie das Licht Gottes persönlich, die Tränen liefen über seine Wangen und er war wunderbar gerettet. At the end of the meeting, there were 4 ladies who had back problem. Am Ende dieser Versammlung, da waren 4 Frauen, die hatten Rückenprobleme So I proceeded to pray for them, und ich wollte für sie beten and nothing happens. und es geschah nichts. So I'm saying, Lord, what's going on? Und ich fragte, Herr, was ist los? As I was waiting on the Lord, that little lady comes back again to the front. Und als ich auf den Herrn wartete, kam diese kleine Frau wieder nach vorn She said, I told you, und sie sagte, ich habe dir gesagt, there are 3 witches, es sind 3 Hexen hier and the warlock is sitting right in front of you. und ein Zauberer sitzt direkt vor dir. My dear friends, God has to always come down to your level and rescue you from your confusion. Liebe Freunde, Gott muss immer auf unsere Ebene kommen und uns von unserer Verwirrung erlösen. I said, okay, thank you. Ich sagte, in Ordnung, Dankeschön. I said, God's people, stand on your feet. God's people. Ich sagte, Gottes Volk, stell dich auf deine Füße. Half of the saal stood up because those were the God's people. Die Hälfte im Saal stand auf, das waren Gottes Volk. I said, raise your hands and worship the Lord and cry to him and do whatever you want to do, intercede, whatever. Und ich sagte, hebt eure Hände hoch, ruft zum Herrn und macht, was ihr wollt, tut Fürbitte. And so they started to make war. Everyone has different reality. Everybody's under different doctrine. Sie fingen an, ihren geistlichen Krieg. Jeder hat seine eigene Lehre, jeder ist unter einer anderen Realität. And everything is correct, by the way, because it is at different stadium in your life, different stage in your life. Und um das mal so nebenbei noch zu sagen, all das ist richtig und in Ordnung, denn jeder ist an einem anderen Punkt in seinem Leben, hat eine andere Ebene. Babies begin to say ma, they say mama, then they say ma, pa, papa, dada, and they begin to go and grow too. Ein Baby fängt an, eine Silbe zu sagen. And until they begin to learn, get knowledge, and they cease to be children. Und dann fangen sie an zu wachsen und dann bekommen sie Erkenntnis und werden größer, bis sie aufhören, Kinder zu sein. See, God is gracious, I am gracious. I don't condemn anybody because somebody is stupid. I was stupid too, and I was condemned for it. Gott ist gnädig und deswegen bin ich auch gnädig. Ich verdamme niemanden dafür, dass er noch nicht so viel weiß wie ich, weil ich war genauso dumm wie alle anderen und auch ich war verdammt darunter. Every one of us was once lost. Every one of us was once blind. We have to be gracious to those who don't see it. Jeder war einmal verloren, jeder war blind früher. Und wir müssen einfach gnädig sein mit denen, die noch nicht sehen können. That's the teaching of Jesus. Das hat uns Jesus gelehrt. And so while they were praying and worshiping, Und als sie so beteten und anbeteten, one woman ran out. We saw her running out, holding her chest. My heart, my heart, my heart. And she ran out. rannte eine von diesen Frauen raus. Sie hielt ihre Brust und schrie, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Second one. Und die zweite, Third one. die dritte, Couldn't breathe. sie bekamen keine Luft mehr und mussten nach draußen gehen. They were shaking. Sie haben gezittert. The male hexer, he could not even stand up. He went on his knees and like a dog, he went outside. Der Zauberer, der vorn war, der konnte nicht mal mehr aufstehen. Er ist auf seine Knie gerutscht und wie ein Hund nach draußen gekrochen. And he lay there on the grass. Und er lag dann draußen im Gras. The moment they all left, those 4 ladies, I did not touch them. The Spirit of God touched them. All of them were slain in the power of the Holy Spirit and they fell down. Als die Hexen und der Hexer dann draußen waren, sind diese Leute, für die ich gebetet hatte, auf einmal umgefallen. Keiner hatte sie berührt. Sie waren von der Kraft Gottes berührt. And they got up, totally healed. Und sie standen auf und ihre Rückenschmerzen waren weg, völlig geheilt. Glorious meeting. And those 3 hexen, they were gone. They went back home. But the man could not get up. He was the boss from these hexen. Die 3 Frauen waren inzwischen nach Hause gegangen, die 3 Hexen,
aber der Mann, der eigentlich der Chef dieser Hexen war, kam nicht weg. He was laying on the grass. Er lag immer noch auf dem So Gras. some brothers came and we asked him if he wants to give his life to Jesus. Es kamen einige Brüder zu ihm und wir fragten ihn, ob er sein Leben Jesus übergeben And the möchte. moment he started to speak the sinner's prayer, the demons started to leave him. Und als er anfing, das Übergabegebet zu sprechen, haben die Dämonen ihn verlassen. And all the garbage left him. Und all der Müll, der in ihm war, ist verschwunden. And he got up, he was strong again, Und er stand auf und war wieder stark. with tears in his eyes. Er hatte Tränen in den Augen. He hugged us all and said, "Welcome to the family of God, brother." We said, Und er hat uns alle umarmt und er hat gesagt, willkommen in der Familie Gottes, brother. Brüder. We called him brother. That's how it worked. Wir haben ihn Bruder genannt. Similar things happened in Hamburg when I had Satanists coming to my meetings. In Hamburg ist etwas Ähnliches passiert, als Satanisten in meine Versammlung kamen. And they were joking and mocking me, disturbing my meeting. Sie haben dort Witze gemacht und mich verspottet und meine Versammlung gestört. I stopped and I said, "Look, if you don't like it, don't disturb others. They like it." So, Ich habe unterbrochen und habe gesagt, wenn ihr das nicht mögt, das ist eure Sache, aber andere, die mögen das. Also, they were stunned that I was so fresh with them. und sie standen ganz stark vor Schrecken, dass ich sie einfach so angesprochen habe. And they left. Und sie gingen nach draußen. But actually, the main guy, who was the main Satanist, Aber der Hauptsatanist, who brought them actually, der sie alle mitgebracht hatte, die anderen, remained. And he had nobody to talk with. der blieb drin und er hatte niemanden mehr, mit dem er seine Witze machen konnte. So he listened. Und so begann er zuzuhören. And as I started to speak, I felt the Spirit of God was speaking through me straight to him. Als ich zu reden anfing, da merkte ich, dass der Geist Gottes durch mich genau zu ihm sprach. And he was like this. Und er saß da mit riesigen Augen. There was room for the truth. Da war auf einmal Raum für die Wahrheit. Then I saw him leaving. Dann ging er nach draußen. But the Lord showed me that he probably talks with the other guys. Aber der Herr zeigte mir, dass er vielleicht mit seinen Kumpeln da And I geredet was hat. right. He brought them back and he says, "This guy is cool. Let's listen to him." Tatsächlich, er brachte sie wieder rein und sagte, der Knabe da vorne ist cool, wir wollen ihm mal zuhören. With them was a prostitute from the St. Pauli Street. Sie hatten eine Prostituierte mit von der St. Pauli-Straße. And when I made an altar call, they all came to the front and gave their heart to Jesus, except one. Als ich einen Altarruf machte, kamen alle nach vorn von dieser Gruppe, außer einem. But the boss gave his heart to the Lord. Aber der Boss von ihnen, der hat sein Herz Jesus gegeben. We've been told, "Be careful, don't associate yourself with those people." My friends, you are the light. Uns wurde gelehrt, dass wir vorsichtig sein müssen und nicht so nah an solche Leute rankommen dürfen, aber wir sind das Licht. If you're darkness, then they are the light. Then they are infecting you with light. Because light dispels darkness. Wenn du das Licht bist, dann kannst du sie mit dem Licht anstecken, weil Licht vertreibt die Finsternis. That's how it works. So you see, you must know who you are before you stop fearing. Also musst du wissen, wer du bist, bevor diese Furcht aufhören So you kann. see, every question takes so long, and I don't think we're going to finish this seminar by Sunday. Ihr seht, die Fragen dauern so lange zum Beantworten. Ich glaube, wir werden bis zum Sonntag nicht fertig werden. We have ended last night on the fact that Esau was holding on to Jacob, to his heel. Wir haben gestern aufgehört mit der Stelle, dass Jakob an der Ferse von Esau sich festgehalten hat. That's why Jacob held on to Esau. Means Jacob was the second one, but he became the first. Jesus says the first shall be last and the last will be first. Jakob hat sich an Esau festgehalten, er war der Zweite und dann wurde er aber der Erste. So wie Jesus sagte, die Ersten werden die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Here comes the prophecy of the last days, which started with the coming of Jesus, Yeshua, and that is Psalms 41 verse 9. Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. Hier kommt jetzt eine Prophetie, die für die letzten Tage gegeben wurde. In Psalm 41, Vers 10 heißt es,
Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. And that is the prophecy fulfilled in Yeshua in John 13 verse 18. Und das ist die Prophezeiung, die Jesus erfüllte. Und wir lesen das in Johannes 13, Vers 18. I do not speak of all of you. I know the ones I have chosen, but it is that the scripture may be fulfilled, which we just read. He who eats my bread has lifted up his heel against me. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt werde, das, was wir gerade gelesen haben, damit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Signifying the akev, the end of time. In Yeshua we have victory. Und das ist ein Zeichen für Akev, was wir bereits gehört haben, das Ende der Zeit. In Jeshua haben wir den Sieg. Hallelujah. The prophecy about Judas Ischariot, he was the Kenite, he was the son of wrath. Das, was wir gerade gelesen haben, war eine Prophezeiung über Judas Ischariot, einen Keniter, den Sohn des Zorns. But we must add something here. He knew that Yeshua was innocent. Wir müssen hier aber etwas richtig oder klarstellen. Er wusste, dass Jesus unschuldig war. So they could not convict him according to the law of Moses. Deswegen konnten die Pharisäer ihn nicht überführen gemäß dem Gesetz von Mose. And the 30 pieces of silver was not really such a big sum anyway. Und diese 30 Silberlinge waren nicht eine so große Summe. That wasn't the thing. What happened is that later on we will come to that place. At the Last Supper, Yeshua gave Satan permission to enter Judas. Aber die Sache ist die, dass an diesem letzten Abendmahl Jesus dem Satan die Erlaubnis gab, in Judas hineinzugehen. And then he said to him, what do we have to do? Do it quickly. Und dann sagte er zu ihm, was du tun musst, das tue schnell. And then Satan has entered him. Und dann ging Satan in ihn hinein. And he went and betrayed Jesus. Und er ging und verriet Jesus. After the crucifixion, Und nach der Kreuzigung Satan left him. hat Satan ihn wieder verlassen. And Judas says, I have betrayed innocent blood. And he threw the 30 silver on the altar. Judas sagte dann, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Und er nahm diese Silberstücken und warf sie vor den Altar. Now, we have the story that he hanged himself, but we have other sources that tell us that they hanged him and they split his belly. Wir lesen in unserer Bibel, dass er sich aufhängte, aber es gibt andere Quellen, die sagen, dass er aufgehängt wurde und dass sein Bauch aufgeschlitzt wurde. And most likely there were 3 sects, more actually, but Essenes, Pharisees, Sadducees and the Zealots. Es waren zu dieser Zeit verschiedene Sekten, aber die Hauptsekten waren die Essener, die Pharisäer, die Sadduzäer und die Zeloten. And the Jesus following were the Mishihim, Yehudim Mishihim, that means Messianic Jews. Und Jesus war mit den messianischen Juden. The Essenes were by the Dead Sea. Die Essener waren am Toten Meer. The Pharisees survived until this day. That's the Orthodox Judaism. That's Pharisaic system still. Die Pharisäer haben bis heute überlebt. Das sind die heutigen orthodoxen Juden. That's nothing changed, this Pharisaic system. The Sadducees disappeared. Die Sadduzäer sind verschwunden. The Zealots carried always swords. Peter was a zealot, sons of Zebedee were zealots. Die Zeloten haben immer Schwerter getragen. Petrus war ein Zelot, er hatte ein Schwert und die Söhne des Zebedäus waren auch Zeloten. In Gospels you can find that Jesus, how many swords do we have? Peter says we have 2. I'd say it's enough. Wir finden im Evangelium eine Stelle, wo Jesus fragt, wie viele Schwerter haben wir? Und Petrus sagt 2 und Jesus sagt, das ist genug. And remember, Peter took his sword and cut off the ear of the servant. Erinnert euch, Petrus zog sein Schwert und schnitt dem einen Diener das Ohr ab. So Peter was not yet convinced, and you will later on know that he had to be changed. Also war Petrus noch nicht völlig überzeugt und später werden wir sehen, dass er verändert werden musste. When it is written that Satan requested permission to sift him like wheat, and he got it in Greek. Diese Stelle, wo der Satan die Erlaubnis erhielt, Petrus wie Weizen zu sichten. But Yeshua says, I prayed that your faith would not fail, so when you returned from the sifting, you will strengthen your brothers.
Jesus sagte, dass er für Petrus gebetet hat, damit sein Glaube nicht aufhören würde, damit, wenn er zurückkommt von seiner Sichtung, er die Brüder stärken könne. So Satan's job in that sense was a positive outcome because he strengthened his brothers. Und so war der Job Satans da eigentlich ein positiver Job, weil was herauskam, war, dass Petrus seine Brüder gestärkt hat. So we will find out what ruled Paul's mind, what ruled Peter's mind, and what ruled Yeshua's mind. Und wir werden herausfinden, was in den Köpfen von Petrus und Paulus und auch von Jesus vor sich ging. And not what rules our mind today. Und auch das, was heute unseren Verstand regiert. And that's why we will sort it all out. Now, Peter, who was a zealot, he also had other motives. He wanted the political Messiah. Petrus, der ein Zelot war, hatte wie die anderen Zeloten andere Motive. Sie wollten einen politischen Erlöser. So there were many people with Peter who hoped that Yeshua will be the awaited judge on the white horse with a sword, the deliverer from Rome Messiah. Mit Petrus waren viele andere, und es waren sehr viele zu dieser Zeit in Israel, die hofften, dass Jeschua dieser Erlöser sein würde, wo wir in der Offenbarung lesen, dass er auf dem weißen Pferd kommt, und sie hofften, dass er der Erlöser von den Römern wäre. So when Judas delivered Yeshua to the Romans, then they were very disappointed, and Judas was their enemy who caused it. Als Judas Jesus auslieferte, da waren sie sehr enttäuscht, und Judas wurde ihr Feind. They killed him. Sie haben ihn umgebracht. But I know Judas repented. The sign when he threw the 30 pieces of silver, he says, I betrayed innocent blood. He actually tore his clothes and he was sorry because he knew that he was innocent. Ich weiß, dass Judas Buße getan hat, und die Zeichen dafür sind, dass er erkannte, dass er unschuldiges Blut vergossen hat und dass er diese Silberstücken in den Tempel geworfen hat und es nicht haben wollte. Jesus said, no one takes my life from me. No one. Jesus sagte, niemand kann mir mein Leben nehmen. I lay it down of my own accord. Ich selbst lege es nieder. Many times they wanted to stone him and he just walked through because it was not his time. Oftmals haben sie versucht, ihn zu steinigen, und er ging einfach durch die Menge hindurch, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. He was in charge. Er war verantwortlich. And that's why he gave permission to Satan. Und deswegen hat er dem Satan die Erlaubnis gegeben. And then when he was done with it, Satan left him. The mission accomplished. Yeshua was crucified so he can atone for our sins and rise again. Als die Mission von Judas erfüllt war, hat der Satan ihn wieder verlassen. Jesus war am Kreuz und konnte Buße tun und Sühne erwirken. That's again background. We will get to that point later on. Wir werden noch einmal auf diesen Punkt zurückkommen. So, that is the akef which we already talked about. Das ist diese Akef, von dem wir geredet haben. Genesis 3 verse 16 until 22. Here is the pronunciation of the curses. I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you will bring forth children, yet your desire will be for your husband, and he will rule over you. Then to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it, cursed is the ground because of you. In toil you will eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall grow for you, and you will eat the plants of the field by sweat of your face. You will eat bread till you return to the ground, because from it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. In 1. Mose 3, Vers 16 bis 19 lesen wir, zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Schmerzen deiner Entbindung, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, der Erdboden sei verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, von dem bist du genommen. Perhaps the most difficult thing for us to understand is
that God is eternal, Für uns ist es sehr schwierig zu verstehen, dass Gott ewig ist and so he speaks everything in final terms. und dass er, was er sagt, in endgültigen Begriffen spricht. We must grasp it. When God speaks, everything is final. Wir müssen das einfach verstehen. Wenn Gott redet, dann ist das endgültig. He spoke about Israel and Judah and said, I divorced you, I cut you off, there's no hope for you. Er sprach zu Israel, ich habe mich von dir getrennt, ich habe euch abgeschnitten, es gibt keine Hoffnung für euch. And then few verses later he says, and I'm going to regather you, I'm going to do to you better at the end than in the beginning, and I'm going to love you again and change your hearts. Und dann sagt er ein paar Verse weiter, und ich werde euch zurückholen, ich werde euch lieben und ich werde euch am Ende besser tun als am Anfang und eure Herzen verändern. According to our finite mind, it is confusing. Wenn wir das mit einem endgültigen Verständnis betrachten, ist das verwirrend. So God comes to the level of time and he works with us on our level in our situation, which is time oriented. Gott kommt in unseren Bereich, der zeitlich ist, und er arbeitet mit uns in unserem zeitorientierten Bereich. He says, you're cursed, Er sagt, ihr seid verflucht, and that's for the rest of your life. und das für den Rest eures Lebens. The same thing was with Amos. Dasselbe war mit Amos. God says, I'm going to destroy you. Gott sagt, ich zerstöre euch. Amos comes and says, Lord, rak. You know, regahat, we say in Hebrew. Regahat. Wait. No problem. You see, wait a little bit. Handle with me. Amos kam zu Gott und sagte, warte doch noch ein bisschen. Hör dir das doch erstmal an. God says, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah. Abraham said, come on, Lord. Cool down. Gott sagte, ich zerstöre Sodom und Gomorrha. Und Abraham sagte, also was soll das? Hör doch mal zu. The Goyim, they don't know anything about it. They don't like to make geschäft. I always go to the stores and I always get my price. Die Goyim wissen von Geschäften machen nicht viel, aber wenn ich irgendwohin etwas einkaufen gehe, dann bekomme ich immer meinen Preis. You see this watch? Seht ihr diese Uhr hier? It's Swiss. Das ist eine Schweizer Uhr. La Croix. My father came to Switzerland and I asked him, so when you go to Switzerland, would you please buy me a watch? Ich habe meinen Vater einmal gefragt, wenn du in die Schweiz kommst, würdest du mir eine Uhr kaufen? I was 12 years old. Als ich 12 Jahre alt war. That was for my bar mitzvah. Das war für meine Bar Mitzvah. And so he came to Switzerland and he saw a nice watch like this, also with black band. Und er kam in die Schweiz und er sah eine Uhr, so wie diese, mit einem schwarzen Armband. And he begins to bargain. Und er begann zu handeln. And the man says, what are you doing? Der Verkäufer fragt, was wird denn das hier? Too expensive for me. Er sagte, naja, das ist mir einfach zu teuer. No, here everybody pays the price. Nein, also hier bezahlt jeder den Preis. But he says, hey, you know, I come from Poland, you know, I don't have enough money. My son, you know, asked me for this. He's 12 years old. Would you disappoint a little son of mine? Und er sagte, also pass mal auf, ich komme aus Polen und mein Sohn hat mich gebeten, ihm eine Uhr zu kaufen. Willst du ihn etwa enttäuschen? That's how you work with people. So geht man mit Menschen The um. man gave that watch to him for half price. Der Mann hat ihm die Uhr zum halben Preis verkauft. My father always did this. And when I go to Jerusalem and I buy things for people to bring to Europe, I always get half price. Wenn ich nach Jerusalem komme, um für die Menschen etwas mitzubringen, dann bekomme ich immer den halben Preis. So I can sell a little bit and maybe get 10% more. Und so kann ich das verkaufen und vielleicht 10% Gewinn machen oder ein klein wenig mehr. I bought a lot of shofars in Israel, brought them to America, and I actually started this movement in America of blowing shofars in churches. Ich habe eine Menge Schofarhörner gekauft in Israel und sie nach Amerika gebracht. Und ich habe eigentlich diese Bewegung begonnen mit den Schofarhörnern in den Kirchen. Ich war der Erste. And I was blowing very loud. Und ich habe sehr laut geblasen. I was doing the whole spiel, put the talit on my face and blew it. Ich habe das alles ganz richtig gemacht mit Talit über dem Kopf und habe geblasen. So, the same thing you must do with God. Und genauso müsst ihr mit Gott umgehen. But because you don't do it, that's why you're not Jewish. Aber weil ihr das nicht tut, deswegen seid ihr nicht jüdisch. You can bargain with God.
Man kann mit Gott handeln. God is tracing the line of Adam, and you will see that he's sticking to the line of Adam. Through Adam came Seth, from Seth came later on Noah, from Noah came Abraham, and so on, so on, so on, until Jesus. You will see this. Wir werden sehen, dass man mit Gott handeln kann und dass Gott immer seine Linie verfolgt. So wie wir es lesen, dass von Adam Seth kam, von Seth Noah und so weiter bis zu Jesus. The Bible was written by the Jewish people. It is in their blood to handle. Die Bibel wurde von den Juden geschrieben und es ist in ihrem Blut zu We handeln. started to bargain with God. Wir haben angefangen mit Gott zu handeln. This complaining in the wilderness is actually bargaining with God. Dieses, was steht als Murren in der Wüste, das ist eigentlich Handeln mit Gott. Every time Israel murmured, Jedes Mal, wenn Israel sich beschwert hat, a miracle followed. ist ein Wunder gefolgt. They wanted to eat. God says, okay, here's a manna. Sie wollten zu essen haben, Gott sagt, hier habt ihr Manna. You brought us to this wilderness, to this cursed dry wilderness, that we would die from thirst. Du hast uns in diese Wüste gebracht, in diese trockene Wüste hier, dass wir vor Durst sterben müssen. Give us water. Gib uns Wasser. Moses says, shall I bring it? How shall I bring it? What can I do? I'm a God. I'm not God. What do you want from me? Und Moses sagte, was wollt ihr von mir? Ich bin doch nicht Gott. Wie soll ich euch denn Wasser besorgen? And Moses writes the book of Moses. Und Mose hat die Bücher Mose geschrieben. Nobody else. He. So his temperament is there too. Niemand anders war es, er war es. Und sein Temperament finden wir darin. But God is not Moses. Aber Gott ist nicht Isn't Mose. that wonderful? So God says, boy, cool down. Und so sagte Gott zu Mose, nimm dich zurück, Cool down, boy. Go to the rock. Strike the rock. geh zu diesem Felsen dort und schlage dagegen. Just like that. Just like that. So, was einfach so, genau so. Water came out. Und das Wasser kam heraus. Every time there was murmuring, miracle happened. Jedes Mal, wenn sie murrten, folgte ein Wunder. Among the Goyim is that we don't complain to God, we complain to one another. Unter den Goyim ist es so, dass wir nicht uns bei Gott beklagen, sondern dass wir uns untereinander We say, beklagen. oh, wir loben dich und preisen dich. And God says, no, complain to me. Aber Gott sagt, nein, beschwert euch doch bei mir. And then I'm going to fix you. I'm going to give you a miracle. Then you will know me, who I am. Dann werde ich mich darum kümmern und ich werde euch ein Wunder geben. Und dann wisst ihr, wer ich bin. Is it a little change in your mind? I hope there's a little change. Ich hoffe, es verändert sich etwas in euch. God wants to know your pains and your problems. Gott möchte deine Schmerzen und deine Probleme wissen. He speaks in definitive terms. Er spricht in unendlichen Begriffen. Indefinite. There's nothing defined. There's not definite. Da ist nichts endgültig. Everything can be changed. Alles kann sich verändern. Why? Because he has time. He's eternal. Warum ist das so? Weil er Zeit hat. Er ist ewig. That's how simple it is. So einfach ist das. Everything can be changed. Alles kann geändert werden. Cancer is not final. Krebs ist nicht endgültig. No. Everything can be changed. Alles kann sich ändern. But if your priority is just the body, trying to save the body, well, that body doesn't mean anything to God. It's grass. Aber wenn deine Prioritäten dein Körper sind, dann Gott bedeutet dein Körper nicht viel. Für ihn ist unser Körper wie Gras. But if you seek the kingdom of God and its righteousness first, then the body and its health will be added to it. Aber wenn du zuerst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit suchst, dann wird das, was dein Körper braucht, hinzugefügt. Verse 20. Now the man called his wife's name Eve, Hava, Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, Hava, because she was the mother of the living. denn sie wurde die Mutter alles Lebenden. In her name there's life of all the living. In ihrem Namen ist Leben für alle Lebendigen. Just like Haya, or Hayot in plural, is the living beings, there you have it. So wie wir gehört haben, Hayat ist dieses lebende Wesen. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und er bekleidete sie. That is the first sacrifice. Das war das erste Opfer. The skins were bloody. Diese Felle waren blutig.
So they were covered with blood. So waren sie mit Blut bedeckt. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? He had to kill some animals, so we are missing some animals that were really there. Gott musste 2 Tiere umbringen und so fehlen uns 2 Tiere, die eigentlich da waren. So that is the first blood covering. Das war das erste Mal, dass jemand mit Blut And then he bedeckt wurde. said, "Behold, the man has become." Und dann sagte Gott, siehe, der Mensch ist geworden. He has become like one of us. Er ist geworden wie einer von uns. As Elohim. Elohim is in plural, us, God and his angels. So wie Elohim in der Mehrzahl ist, Gott und seine Engel. Knowing good and evil. Und er weiß, was gut und böse ist. That means he wanted us to know this. Das heißt, er wollte, dass wir das wissen. But he also wanted us to know the drama. Aber er wollte auch, dass wir wissen, was damit alles zusammenhängt. To know him. Wie wir ihn kennenlernen können. And between the two extremes, we can choose. Und zwischen diesen beiden Extremen können wir uns entscheiden. So fairness doesn't play any role here. Fairness spielt hier keinerlei Rolle. And now, because man now knows good and evil, but is not handling it yet right, now he might stretch out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden to cultivate the ground from which he was taken. Weil der Mensch Gut und Böse kannte, aber noch nicht richtig damit umgehen konnte, und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und der Herr, Gott, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Eden is a region, Eden ist eine Region, and the garden is in that region. und in dieser Region ist der Garten. And God threw them out of the garden, but they are still in Eden in region. Gott vertrieb sie aus diesem Garten, aber sie waren immer noch in dieser Gegend Eden. It's important because it is called the place of God's presence. Und das ist ganz wichtig, weil Eden bedeutet der Ort von Gottes Gegenwart. And he set a station 2 cherubim and the flaming swords which turned every direction to guard the way to the tree of life. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. No one can return to it unworthily. Niemand kann dorthin zurückkehren, wenn er nicht würdig ist. Means it was there, the cherubim were there, and God was waiting. Sometimes he waited 1,000 years. Das heißt, der Garten war da, die Cherubim waren dort und Gott wartete 1000 Jahre. I cannot see it any other way. That's how I see it, because that's what's given to me. Ich kann es einfach nicht auf eine andere Weise sehen. So wurde es mir gegeben. And I think you will agree with me as we go further. Ich denke, ihr werdet mir zustimmen, wenn wir weitergehen. Watching the consequences of the wrong choice. Und jetzt wollen wir uns einmal die Konsequenzen dieser falschen Entscheidung betrachten. The first lesson. The deceiver crawls on its belly and eats dust. Der Betrüger muss auf der Erde kriechen und Staub fressen. Don't deceive anybody, you're going to turn out like that. Betrüge deswegen niemanden, du könntest genauso auch enden. You see it? Versteht ihr das? Let it be a lesson to you. Das ist die erste Lektion, die ihr lernen müsst. Simple, like children. You got to teach children from example. Gott lehrt uns wie Kinder von Beispielen. The woman experiences childbirth pains. Die Frau hat Schmerzen bei der Geburt. And the first son is Cain, the son of wrath. Und der erste Sohn ist Kain, der Sohn des Zorns. But perhaps no one has thought about this. To exercise authority is given to men. Vielleicht hat noch niemand darüber nachgedacht, dem Mann wurde die In the Autorität Jewish gegeben. house, a man is the one who teaches his wife and his In children. einem jüdischen Haus ist es so, dass der Mann seine Frau und die Kinder lehrt. That's his responsibility. Das ist seine Verantwortung. The teaching itself is nothing else but the exercise of authority. Das Belehren ist nichts weiter als das Ausüben von Autorität. From this comes the teaching of Apostle Paul, Davon kommt die Lehren des Apostel Paulus, that he forbids women to teach in public places, dass er den Frauen verboten hat, an öffentlichen Orten zu lehren. and if she wants to learn something, she should go to her husband.
Wenn sie etwas lernen wollte, dann sollte sie zu ihrem Mann gehen. That's typical Jewish. Das ist typisch jüdisch. Only in that context. I mean, it doesn't mean that a woman cannot teach. A woman can also teach. Es ist nur für diesen Kontext. Das heißt nicht, dass Frauen nicht lehren können. Natürlich können sie But there das. are reasons for it, and the reasons are found here. Aber es gibt Gründe dafür und diese Gründe finden wir hier. The curse of childbirth is on Eve in her body. Der Fluch dieser Schmerzen bei der Geburt ist in Eva, in ihrem Körper. But Adam is not cursed. Aber Adam wurde nicht verflucht. Only because of him the earth is cursed. Wegen ihm wurde die Erde verflucht. But he himself is not. Aber er selbst ist nicht verflucht. So he had responsibility to bring his family to repentance. So war es seine Verantwortung, seine Familie zu lehren und sie zur Buße zu bringen. Remember the story in the book of Acts of the jailer? There was earthquake and Paul and Silas, the chains fell off. Erinnert euch an diese Geschichte in der Apostelgeschichte, als Paulus und Silas in diesem Gefängnis saßen und ein Erdbeben geschah und die Wände zerbrachen und die Ketten von ihnen abfielen. And this jailer wanted to kill himself. Und dieser Gefängniswärter wollte sich umbringen. And he says, don't do harm to yourself. And they led him to the Lord, and he gave his life to the Lord. Sie sagten zu ihm, tut dir nichts an. Und sie führten ihn zum Herrn und er gab sein Leben dem Herrn. He got saved, and his family was saved. And all family was baptized. There was no question, says, I'm going with the Lord, my wife doesn't want to go with me. That doesn't exist even in the kingdom of God. Er war gerettet und seine ganze Familie waren gerettet und alle wurden getauft. Da gibt es nicht so etwas wie, ich folge dem Herrn und meine Frau oder mein Mann folgt dem Herrn nicht. So etwas gibt es im Königreich To Gottes such nicht. the Lord would say, gird up your loins and be a man. Zu so jemanden würde der Herr sagen, gürte deine Lenden und sei ein Mann. Stand up for righteousness. Steh auf für die Gerechtigkeit. Be righteous and love your wife. Sei rechtschaffen und liebe deine Frau. That's how it works. So funktioniert das. The head thinks for the family. Das Haupt denkt für die Familie. Yeah, let not your hearts be heavy. What did God wanted to achieve through all of this? Was wollte Gott durch all das erreichen? If we were meant to be doomed without the possibility of change or return, then God does not have any right to judge us. Wenn wir geschaffen worden wären, um verdammt zu sein, ohne die Möglichkeit, uns zu ändern, dann hätte Gott kein Recht, uns zu richten. If we transgressed without the possibility of correcting it, then God has made a terrible blunder. Wenn wir eine Übertretung begangen hätten, ohne die Möglichkeit, uns zu korrigieren, dann wäre Gott ein fürchterlicher Fehler unterlaufen. He then is not the omniscient, omnipresent, or omnipotent God, but like man makes mistakes. Dann wäre er eben nicht mehr der allwissende, allgegenwärtige und allmächtige Gott, sondern so wie ein Mensch, der Fehler macht. If God planned for us to blame each other and then Satan, then all the lessons are in vain and our lives are but vanity. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir uns zuerst gegenseitig und dann zusammen Satan beschuldigen, dann wären all diese Unterweisungen vergeblich gewesen und unser Leben wäre einfach sinnlos. Do you want to know this sort of a God or the almighty, wise and loving Father? Möchtest du so einen seltsamen Gott kennen oder lieber den allmächtigen, weisen und liebenden Vater? The Bible says, let us press on to know the Lord. Press on to know the Lord. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns befleißigen sollen oder vorwärts drücken sollen, ihn zu kennen. Kind of induced seeking of the Lord all by ourselves. Dass wir uns befleißigen, den Herrn kennenzulernen. Hosea 6 verse 3. Let us press on to know the Lord. In Hosea 6, Vers 3. So lasst uns ihn erkennen, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Nachjagen. In English is press on to know him. We were once angels, by the way. The sons and daughters of God before we were enclosed in these bodies. Wir waren einst Engel, die Söhne und Töchter Gottes, bis wir in diese Körper eingeschlossen The wurden. seed of God is called sons of God. Die
Saat Gottes sind die Söhne Gottes. The reason for driving Adam and Eve from Eden was that they were still in the rebellious state and did not repent. Der Grund für die Vertreibung von Adam und Eva aus Eden war, dass sie immer noch in dieser rebellischen Haltung waren. Time elapses and another chapter is opened. Dann ging die Zeit weiter und ein anderes Kapitel wurde geöffnet. Genesis 4 verse 16. God speaks with Cain now. Verse 14 until 16. In 1. Mose 4, Vers 14 bis 16 spricht Gott mit Kain. Cain says to God, "Behold, you have driven me this day from the face of the ground, and from your face I will be hidden, and I will be vagrant and wanderer on this earth, and whoever finds me will kill me." Kain sagt dazu Gott, siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben, und von deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Who is the whoever? Wer ist dieser wer immer? Definitely not his family. Es ist definitiv nicht seine Familie. If everyone in this world comes from Adam, then there's no need for tracing the line of Adam. Wenn alles auf dieser Erde von Adam abstammen würde, dann gäbe es nicht die Notwendigkeit, die Geschlechtslinien zu verfolgen. The Bible is given to the seed only. That it happened to be read by those who are not the seed, that's not my problem. Die Bibel wurde nur denen gegeben, die die Saat Gottes sind. Dass auch andere die Bibel lesen, das ist nicht unser Problem. I'm reading my history. Ich lese meine Geschichte. I'm reading God's will for my life. Ich lese den Willen Gottes für mein Leben. Those others, they can take it, they can leave it, they undermine it. Die anderen, die können das nehmen oder es lassen. Sie können es untergraben. Let them. Lass sie. So, then God says, "Therefore, whoever kills Cain, vengeance will be taken on him sevenfold." And the Lord appointed a sign for Cain, so that no one finding him would slay him. Then Cain went out from the presence of the Lord. He came out from Eden and settled in the land of Nod, east of Eden. Und der Herr sprach dann zu Kain, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, 7-fach soll er gerächt werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. Und Kain ging weg vom Angesicht des Herrn, er ging weg von Eden, und er wohnte im Land Nod, östlich von Eden. The moment he went east to Nod, he left Eden. When he left Eden, he lost the presence of God. Als er Eden verlassen hatte, hat er die Gegenwart Gottes verloren. He was no longer in the presence of God. Er war nicht länger dann in der Gegenwart Gottes. He was the man of flesh. Er war ein fleischlicher Mann. Nod is today's Persia, Iran. Nod ist das Land, was heute Persien ist, Iran. He went there Er ging dorthin and married a woman, maybe Sumerian woman, because the Sumerian people are the oldest people on earth. und er heiratete dort eine Frau, wahrscheinlich eine sumerische Frau, denn die Sumerer sind das älteste Volk auf dieser Erde. And he produced Kenites. Und er brachte Keniter hervor. And we have the line of the Kenites going through the entire Old Testament. Und wir haben diese Linie der Keniter, die geht durchs ganze Alte Testament. And these are the children of wrath. Das sind die Kinder des Zorns. Physical people carry something spiritual, but you need a physical carrier to carry something spiritual. Man braucht physische Träger, die etwas Geistliches befördern. The tent is the spiritual tent. Dieses Zelt ist ein geistliches Zelt. And what holds the tent down is the tent peg. Und was dieses Zelt festhält, das sind die Heringe. That's our body, that's our genes, that's our forefathers. Das ist unser Körper, das sind unsere Gene, unsere Vorfahren. They carry curses, they carry blessings. Sie trugen Flüche und sie trugen Segen. That's how it is. So ist das. And when we begin to study, we begin to discover these things. Wenn wir das beginnen zu studieren, werden wir das entdecken. Now, there was no sign on his forehead. Es war da kein Zeichen auf seiner Stirn, His mind was wired differently. sondern sein Verstand war einfach anders verkabelt. He had secrets that no one else had. Er kannte Geheimnisse, die niemand anders kannte. Kenites created the pyramids. Kenites had many secrets of gravitation. You know what I'm trying to say. Die Keniter haben die
Pyramiden gebaut und die Keniter, die kannten dieses Geheimnis, wie man mit der Gravitationskraft They are umgehen kann. excellent in inventions, they are excellent in physical things because the seal upon him was for this earth only. Sie waren hervorragend in allen physischen Dingen, in Erfindungen und so weiter. Denn das Zeichen, was an Kain war, das war nur für diese Erde. His descendants invented bronze and iron tools to farm land and to make weapons. Seine Nachkommen haben bronzene und eiserne Dinge erfunden, mit denen man den Boden bearbeiten, aber auch Krieg führen konnte. Kenites also joined themselves only with Judah. That's why Jews are half Kenites, half real Jews. Die Keniter haben sich nur mit dem Stamm Juda verbunden, deswegen ist in den Juden die Hälfte kenitisch. That's in Judges 1:16. We'll get to that. Das ist in Richter 1, Vers 16, wir werden dorthin kommen noch. Jethro was a Kenite, and he was the first one who organized Moses. Jethro war ein Keniter und er war der Mose organisiert hat. There was a lot of people, and Moses was every day sitting there judging them until he was washed out, tired. Da war eine Menge Menschen, die jeden Tag zu Mose kamen und er sprach Recht über sie, bis er irgendwann nicht mehr konnte. Jethro says, that's stupid, I'll show you how to do it. You have to appoint men. Men created the first organization. Kenites are extremely in love with organizations. Jethro kam zu ihm und sagte, das ist ziemlich dumm, was du hier machst. Du musst dir ein paar Männer suchen, die dann mit dir zusammen arbeiten lassen. Und so haben sie die erste Organisation gegründet. Und die Keniter sind sehr verliebt in alles Organisierte. Those who cried, crucify him, in reference to Jesus, and let his blood be upon us and upon our children, they were Kenites. Die gerufen haben, wenn ich auf Jesus verweise, kreuzige ihn und lass sein Blut auf uns und auf unsere Kinder kommen. If anyone has any idea about heaven, no one in the right mind would say such a thing. Wenn jemand auch nur ein ganz klein wenig Verständnis vom Himmel hätte und einen klaren Verstand hat, würde er sowas niemals sagen. But they, like Esau, had no spiritual concepts. They only cared about the physical and physical only because they were Kenites. Aber sie hatten genau wie Esau keinerlei Verständnis von geistlichen Dingen. Sie kümmerten sich nur um das Irdische und um nichts anderes. And when we begin to study some more, if you go to Genesis 15 and you read how God says, you will not possess the land of the Kenite. Wenn wir die Bücher Mose weiter studieren, werden wir finden, dass Gott gesagt hat zu den Israeliten, ihr könnt dieses Land nicht besitzen, weil die Keniter dort sind. Until their cup of wickedness is full. Bis ihr Maß der Bosheit voll ist. Also when Bileam turned towards the tents of the 12 tribes of Israel, he turned also to the Kenite. Als Bileam Israel segnete und sich zu diesen 12 Stämmen wandte, da wandte er sich auch zu den Kenitern. And he says, your place is secure. You're able to secure yourself physically. Und er sagte zu ihnen, euer Platz ist sicher, ihr seid in der Lage, euch zu beschützen. But your end is burning. Aber euer Ende wird Verbrennung sein. Kain will be consumed. Exact words. We will get to that. Und es steht dort, Kain wird verzehrt werden. Which relates to Matthew 13 verse 30, which Yeshua says that the tares will be burned up. Das passt genau zu Matthäus 13, Vers 30, wo Jesus sagt, das Unkraut wird verbrannt werden. All of this it travels through the Bible and God gives us the understanding. All das finden wir in der Bibel, durch die ganze Bibel hindurch. Und jetzt gibt uns Gott das Verständnis dafür. Amen. Amen.